Hi liebe Monis und herzlich willkommen zu diesem Video. Meine Stimme ist immer noch etwas angeschlagen, aber ich wollte unbedingt wieder was aufnehmen. Okay, wir stellen uns heute der Frage, hat Usagi eine zweite Tochter? Manche werden sich jetzt denken, hä, nein, wie kommt man darauf? Aber die Antwort ist nicht ganz so simpel. Denn in einer Short Story haben Usagi und Mamoru tatsächlich ein zweites Kind namens Kosagi. Allerdings spielt diese Geschichte höchstwahrscheinlich in einem Paralleluniversum und ist somit alles andere als Canon. Also nein, in der richtigen Hauptstory hat Usagi später nur eine Tochter, nämlich Chibiusa. Das wird im Stars Arc sogar gesagt. Aber wer ist diese Kosagi und was wissen wir über sie? Spoiler, nicht sehr viel, aber hier ist alles, was wir wissen. Die Kurzgeschichte heißt Parallel Sailor Moon, was bereits das erste sehr deutliche Indiz auf eine Parallelwelt ist. Ihr findet sie im zweiten Short Stories Band oder in Band 10 der Eternal Edition des Mangas. Ursprünglich erschien sie in der Materials Collection, also in einem Artbook. Auf der ersten Seite steht direkt, es spielt in einer gewissen Dimension, was ebenfalls sehr nach Parallelwelt klingt. Die Handlung soll außerdem 1999 spielen, was überhaupt keinen Sinn ergibt, denn Chibiusa ist zu dem Zeitpunkt circa 15 Jahre alt, was mit der Zeitlinie vorne und hinten nicht zusammenpasst. Ich würde aber eher sagen, man hat sich darüber nicht viele Gedanken gemacht, weil diese Story sowieso nie ernst gemeint war. 1999 ist einfach das Jahr, in dem die Geschichte erschienen ist, zu Ehren des chinesischen Jahres des Hasen. Fun Fact, das haben wir 2023 auch wieder, also das perfekte Jahr, um das Reboot mit Sailor Moon Cosmos abzuschließen. Aber nun zum Inhalt der Geschichte. Die Inner Senshi sind alle verheiratet und haben jeweils eine Tochter, die seltsamerweise nicht nur exakt wie ihre Mütter aussehen, sondern auch fast die gleichen Namen haben. Die Töchter heißen Ami, Rei, Mako und Mina. Die erwachsene Ami jobbt in einer Klinik, Makoto hat einen Laden, der allerdings nur rote Zahlen schreibt, Rei ist immer noch Shinto-Priesterin und Minako jagt Promis. Die Männer der Mädels sehen wir nicht, aber wir erfahren zum Beispiel, dass Minakos Mann Assistenzregisseur einer Fernsehshow ist, wodurch sie an viele Autogramme kommt. Und Reis Mann ist Shinto-Priester und gleichzeitig Lehrer. So, nun zu Kosagi. Wie die Töchter der anderen Inners ist sie circa 8 Jahre alt. Sie liebt Essen über alles und scheint auch ansonsten ein bisschen tollpatschig zu sein oder zum Beispiel leicht einzuschlafen, auch wenn sie es gar nicht sollte. Also sie ist schon sehr ähnlich zu ihrer Mutter, auch wenn das mit dem Essen hier noch viel übertriebener ist als bei Usagi. Außerdem kommt sie mit Katzen nicht klar. Laut dem Wiki ist sie allergisch, aber diese Info habe ich jetzt nicht im Manga gefunden. Ihr Name bedeutet übrigens Hasenkind oder kleiner Hase. Sie hat auch den Spitznamen Chibi, also klein. Und die Kinder der Inner Senshi können sie nicht leiden und geben sich nur mit ihr ab, weil sie müssen. Generell sind die 4 total fies zu ihr. Eines Tages findet Kosagi eine rosa Katze. Diese hat eine Menschenform und sagt, dass Kosagi eine Sailor-Kriegerin ist, beziehungsweise sogar die Prinzessin und die 4 anderen sind ihre Leibgarde. Der Verwandlungsspruch ist Parallel Moon Power Make Up. Wie Kosagis Sailor-Form heißt, wird nicht offiziell gesagt, aber viele nennen sie aus naheliegenden Gründen Sailor Parallel Moon oder Parallel Sailor Moon. Auch die anderen Mädels haben sich verwandelt, denn sie spüren eine starke Macht aus dem Weltraum. Und jetzt kommt's, es handelt sich um eine riesige Armee aus Hasen, die in Hasenform angeflogen kommt. Ja, kein Witz. Und es wird noch weirder. Kosagi ruft eine Horde Katzen zusammen, die wiederum zu einer gigantischen Katze werden und die Hasen besiegen. Also spätestens da merkt man, dass man diese Story nicht ernst nehmen sollte und dass das nur so ein kleiner Gag-Manga sein sollte. Die Mädels wachen alle auf und denken erst, es war ein Traum, aber nein, die pinke Katze ist noch da und es wird stark angedeutet, dass alles doch real war. Ja, das war die Kurzgeschichte Parallel Sailor Moon. Sie ist auch ziemlich kurz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die gar nicht mal so gut. Vor allem die Kinder der Inners sind so arschig und so unfassbar unsympathisch. Wieso denn? Aber auch Chibiusa und die Inners selber wirken oft genervt. Ich habe das Gefühl, es soll witzig sein, aber ich persönlich finde es nicht besonders witzig. Es ist eher frustrierend, wenn man sich vorstellt, dass das die Zukunft der Senshi sein soll. Auch wenn es natürlich nicht so ist. Und dann ist diese ganze Sailor-Krieger-Geschichte mit Kosagi so weird und auch so schnell wieder vorbei, dass man kaum etwas über sie erfährt. Wenn man schon so eine Zukunftsgeschichte macht, wäre mir eine ernsthafte Story mit Chibiusa lieber gewesen, statt einen neuen Charakter einzuführen, über den man dann eh nichts weiß.
Aber naja, ändern kann man es sowieso nicht und zumindest ist es ein ganz interessanter Fun-Fact zu sagen, Usagi hat übrigens eine zweite Tochter, aber nur in einem alternativen Universum. Was meint ihr dazu? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Oder falls ihr noch andere inhaltliche Themen habt, über die ihr gern mehr wissen wollt, könnt ihr mir das auch gerne mitteilen. Alles klar, danke fürs Zuschauen, ciao bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.